Diese Woche geht es um den lange erwarteten Synaptic A220, die Commander 114 von Black Square, neue Velocity One Hardware von Turtle Beach und mehrere kostenlose Microsoft Flight Simulator 2024 Upgrades von FS Reborn. Außerdem könnte sich ganz beiläufig etwas Entscheidendes im Marketplace verändert haben und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Mit diesem Video startet hier auf Andiana TV ein neues Format, das MSFS Newsradar. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach. Rund um den Microsoft Flight Simulator erscheinen regelmäßig neue Informationen, Updates, Ankündigungen, Veröffentlichungen oder auch Meldungen zu aktuellen Problemen. Vieles davon verteilt sich allerdings auf unterschiedliche Webseiten, soziale Netzwerke, Foren, Entwicklerkanäle oder Community-Beiträge. Und genau hier setzt das Newsradar an. Ich fasse für euch die wichtigsten Neuigkeiten der vergangenen Woche zusammen. Kompakt, verständlich und wirklich auf das Wesentliche reduziert. Das Ziel ist, dass ihr nach ungefähr 5 Minuten wisst, was beim Microsoft Flight Simulator tatsächlich wichtig war, ohne dafür selbst zahlreiche verschiedene Quellen durchsuchen zu müssen. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, jede noch so kleine Meldung aufzuzählen. Im Fokus stehen relevante Updates, wichtige Entwicklungen, bekannte Probleme, interessante Veröffentlichungen sowie Informationen für PC, Xbox und PlayStation. Und was mir auch wichtig ist, dieses Format soll nicht auf Teufel komm raus jede Woche erscheinen. Wenn es in einer Woche kaum relevante Neuigkeiten gibt, werde ich daraus kein künstlich aufgeblähtes Video machen. Gleichzeitig soll mich das Newsradar nicht bei anderen Projekten ausbremsen. Wenn also beispielsweise ein aktuelles Thema, ein umfangreicher Hardware-Test oder ein anderes Video gerade mehr Zeit und Aufmerksamkeit benötigt, hat dieses andere Projekt Vorrang. In solchen Wochen kann eine Ausgabe später erscheinen oder auch einmal vollständig ausfallen. Die Kalenderwoche im Titel beschreibt also den Zeitraum, auf den wir zurückblicken. Sie ist aber kein Versprechen, dass zwangsläufig jede Woche eine neue Ausgabe erscheinen muss. Entscheidend ist für mich nicht, einen starren Veröffentlichungsplan einzuhalten. Entscheidend ist, dass eine Ausgabe genügend relevante Inhalte bietet, sorgfältig recherchiert ist und euch nach dem Video tatsächlich besser informiert zurücklässt. Die regulären Ausgaben sollen dabei dann künftig ungefähr 5 bis 6 Minuten lang sein. Die erste Folge hier jetzt wird durch diese kurze Erklärung natürlich etwas länger. Danach geht es aber direkt ohne große Umwege zu den wichtigsten Themen der jeweiligen Woche. Je nach Thema wird das Ganze durch passendes Bildmaterial oder einfach durch einen entspannten Flug im Hintergrund begleitet. Damit genug zur Einführung, starten wir mit der ersten Ausgabe des MSFS Newsradars und der ersten Meldung der vergangenen Tage. Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit ist der von Synaptic Simulations entwickelte und gemeinsam mit INI Builds veröffentlichte A220 nun im InSim Marketplace des Microsoft Flight Simulator erhältlich. Verfügbar ist das Flugzeug derzeit für PC und Xbox zum einheitlichen Preis von 71,49 €. Dabei umfasst ein Kauf sowohl die Version für den Microsoft Flight Simulator 2020 als auch die native Umsetzung für den Microsoft Flight Simulator 2024, unabhängig davon, in welchem der beiden Simulatoren der Kauf erfolgt. Auf PlayStation 5 wurde der A220 zum Zeitpunkt meiner Prüfung hingegen nicht angeboten. Ob und wenn ja, wann der Inhalt auch auf Sonys Plattform kommt, blieb bislang offen. Im Grundpaket sind zunächst eine violette Lackierung sowie eine neutrale weiße Bemalung enthalten. Zusätzlich steht auf PC und Xbox am Marketplace ein separates, kostenloses Livery-Paket mit 9 weiteren Lackierungen bereit. Damit stehen insgesamt 11 Bemalungen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Dieses kostenlose Paket ist auch aus einem weiteren Grund interessant. Denn eigenständige Drittanbieterinhalte wurden im Marketplace bislang in der Praxis meist erst ab einem Mindestpreis von 4,99 € angeboten. Kostenlose Einträge waren meist offizielle Inhalte, technische Bibliotheken oder besondere Ausnahmen. Ob Microsoft die Marketplace-Regeln nun grundsätzlich gelockert hat oder ob es sich beim A220-Paket lediglich um eine individuell genehmigte Aktion handelt, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Besonders auf den Konsolen könnte eine stärkere Öffnung für kostenlose Inhalte eine wichtige Entwicklung sein.
Der A220 selbst bietet unter anderem eine umfangreiche Systemsimulation, ein eigens entwickeltes Fly-by-Wire-System sowie Unterstützung für SimBrief und Navigraph. Meine erste Einschätzung fällt hier jedoch vorsichtig aus. Nach der langen Entwicklungszeit ist der A220 zweifellos eine spannende Veröffentlichung. Bei einem Preis von 71,49 € und ersten kritischen Rückmeldungen zu Performance, Stabilität und Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich persönlich jedoch zunächst abwarten, wie sich das Flugzeug und der Support in den kommenden Wochen entwickeln. Turtle Beach hat die Preise und die Veröffentlichungstermine seiner neuen Velocity One Hardware bekannt gegeben. Die Peripherie erscheint am 21. September 2026. Der Flightstick 2, kompatibel mit PC und Xbox, kostet 139,99 €. Er bietet unter anderem 16-Bit Hall-Effekt-Sensoren, 38 programmierbare Eingaben, 8 Achsen sowie ein integriertes Farbdisplay. Ebenfalls 139,99 € kostet der Dual Throttle. Dieser ist mit 2 Schubhebeln, austauschbaren Rastpunkten sowie 35 Eingaben und 7 Achsen ausgestattet. Am PC lässt er sich eigenständig per USB verwenden. Auf Xbox funktioniert er dagegen nur in Verbindung mit dem neuen Flightstick 2. Beide Geräte werden außerdem gemeinsam als Velocity One HOTAS für 249,99 € angeboten. Auch dieses Komplettpaket für PC und Xbox erscheint am 21. September und kann bereits vorbestellt werden. Mein erster Eindruck dazu? Preislich wirkt das Gesamtpaket durchaus interessant, besonders auf Xbox, wo die Auswahl an kompatibler Flugsimulationshardware weiterhin deutlich kleiner ist als am PC. Enttäuschend finde ich hingegen, dass PlayStation 5 nach aktuellem Stand erneut außen vor bleibt. Wie gut Stick und Schubhebel am Ende tatsächlich funktionieren, muss natürlich erst ein ausführlicher Test zeigen. Der Entwickler Black Square hat die Commander 114 für den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024 veröffentlicht. Das Flugzeug ist zunächst ausschließlich für den PC direkt bei Just Flight erhältlich und kostet 34,95 €. Im Paket enthalten sind eine reguläre und eine turbonormalisierte Version. Bei letzterer gleicht ein nachgerüsteter Turbolader den mit zunehmender Höhe sinkenden Luftdruck aus, sodass der Motor seine Leistung deutlich länger halten kann. Geboten werden unter anderem eine umfangreiche Motorsimulation, mehr als 75 mögliche Ausfälle, 15 austauschbare Avionik-Konfigurationen und ein State-Saving-System für rund 220 Zustände. Eine Besonderheit ist außerdem das laut Entwickler erste funktionierende Storm Scope im Microsoft Flight Simulator. Eine Xbox-Version soll nach einem ersten größeren Update für den Marketplace eingereicht werden. Wer also gerne an PC und Xbox abwechselnd fliegt, sollte sich mit einem Kauf noch gedulden und auf die Marketplace-Version warten bei Bedarf. Ein Termin steht hierfür allerdings noch nicht fest. Eine PS5-Version wurde bislang leider nicht bestätigt. Mein erster Eindruck dazu: für 34,95 € wirkt der gebotene Umfang ausgesprochen interessant. Gerade für Freunde klassischer GA klingt die Commander 114 nach großem Spaß und ist eine der spannendsten Veröffentlichungen dieser Woche. Thank you for your attention. It's time to get you ready for takeoff. FS Reborn hat anlässlich des rund 4-jährigen Bestehens als Flugzeugentwickler am 27. Juli 2026 die native MSFS 2024 Version der Sting S4 veröffentlicht. Besitzer der bisherigen MSFS 2020 Version erhalten das Upgrade wie versprochen kostenlos. Zunächst ist die neue Version für den PC verfügbar. Die Xbox-Fassung soll in der kommenden Woche folgen, während die Veröffentlichung für PlayStation 5 erst nach weiteren Tests geplant ist. Grund für die Verzögerung ist ein kurzfristig entdeckter Fehler sowie die Nutzung von WASM. Die Sting S4 ist außerdem mit dem Karrieremodus kompatibel. Erwähnt wird, dass ältere kostenlose Lackierungen von FlightSim TO mit der neuen Version nicht mehr funktionieren könnten. Zusätzlich wurde Version 1.19 der Venom 300E veröffentlicht. Das Update bereitet die Venom insbesondere auf die geplante Veröffentlichung für Xbox und PlayStation 5 vor.
Unter anderem wurden mehrere Fehler behoben und die Menüs angepasst, über die sich eigene Abfertigungsgebäude und Hangars im Simulator platzieren und verwalten lassen. Außerdem wurden mehrere Soundparameter für das kommende Sim-Update 6 ergänzt. Als nächstes sollen dann auch die TL3000 und anschließend die FSR 500 native Updates für den MSFS 2024 erhalten, ebenfalls kostenlos für alle Besitzer der 2020er Versionen. Konkrete Veröffentlichungstermine gibt es dafür bislang jedoch nicht. Was ich daran besonders positiv finde: FS Reborn hält sein Versprechen ein und stellt die nativen MSFS 2024 Versionen kostenlos für frühere Käufer bereit. Gerade weil für manche Upgrades erneut bezahlt werden muss, ist das alles andere als selbstverständlich. Auch die Tatsache, dass man bereit dazu ist, seine Inhalte auf allen 3 Plattformen, also sowohl am PC als auch auf Xbox und PlayStation zu bringen, ist FS Reborn maximal hoch anzurechnen. Und damit sind wir am Ende der ersten Ausgabe des MSFS 2024 News Radars angekommen. Und jetzt interessiert mich natürlich besonders eure Meinung zu diesem neuen Format. Gefällt euch die Idee, spannende Meldungen der vergangenen Woche kompakt und mit einer kurzen Einordnung zusammenzufassen? Schreibt mir euer Feedback gerne unten in die Kommentare. Wie bereits zu Beginn erklärt, wird nicht zwangsläufig in jeder Kalenderwoche eine neue Ausgabe des Newsradars erscheinen. Sobald es aber genügend relevante Neuigkeiten gibt und es zeitlich neben den anderen Projekten auf dem Kanal passt, folgt die nächste Ausgabe. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, unterstützt diesen Kanal bitte mit einem Daumen nach oben. Abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr neben den kommenden Ausgaben des Newsradars auch keine Tests, Tutorials und weitere Videos rund um die virtuelle Fliegerei auf Andiana TV verpasst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche einen guten Flug und bin raus.